Ich hoffe, die kommen heute noch. Ich bin gespannt, wie die beiden heute wieder zusammenpassen werden. Das ist eine super spannende Mischung, die wir da heute beieinander haben und bin ganz gespannt, weil es wird großartig werden. Was wird das, Boris? Keine Ahnung. Okay. Wir können anfangen. Liebe Sigrid Stagl, lieber Marc Ellsberg, ich darf Sie beide herzlich hier bei uns in den Räumlichkeiten der Erste Stiftung begrüßen. Sie waren beide unsere sozusagen First Choice und sind wirklich überglücklich, dass dieses Gespräch in dieser Konfiguration zustande kommt, weil wir uns in der Art und Weise, wie wir diese Kolloquien gebaut haben, uns gedacht haben, mal diese zwei Menschen mal an einen Tisch zu bringen, das wäre großartig und wir sind wirklich überglücklich, dass es uns gelungen ist. Und ich darf jetzt die Moderation an den Christian übergeben. Der Grund, warum wir hier zusammenkommen, ist, dass wir an einem neuen Wertekatalog für die Erste Stiftung arbeiten. Wir haben uns überlegt, wie können wir rangehen, um uns möglichst inspiriert dieser Aufgabe zu nähern, welche Werte man heute benennen muss. Und wir haben dann eigentlich 7 Bereiche, 7 Felder, Themenfelder rausdestilliert, wo wir in die Tiefe gehen wollten. Und das waren die Themen Mensch, Standort, Wohlstand und Ressourcen, Sinn und Form, Veränderung, Auftrag, Zukunft und Sorgfalt. Und das ist das Thema des heutigen Gesprächs. Vielleicht darf ich eine erste Frage stellen, die sagt, welche Dynamik, die wir heute schon sehen, wird unsere Zukunft prägen oder besonders prägen? Darf ich Sie da vielleicht einmal... Das ist eine schwierige Frage. Was wir halt in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist, dass die Wirtschaft immer global, also die wirtschaftlichen Aktivitäten immer globaler wurden. Dass da schon global gesehen manche Länder, die früher, oder manche Gruppen in den Ländern, die früher arm waren, dann nicht mehr so arm waren. Das heißt, es hat eine nachholende Entwicklung gegeben. Und das merken wir halt, dass das jetzt einerseits mit der latenten Krise, der Klimakrise, konterkariert wird teilweise, je nachdem, wo die Länder halt geografisch angesiedelt sind. Vor allem rund um den Äquator ist es wirklich schwierig, jetzt schon. Ja. Und alle Vorhersagen sagen, dass das in den nächsten paar Jahren oder sicher Jahrzehnten äußerst schwierig wird, dort die Lebensgrundlagen zu erwirtschaften. Und andere Länder haben sich wirklich zu Middle-Income-Countries halt entwickelt. Also eine gemischte Evidenz. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass es immer wieder Schocks gibt. Also sei es jetzt Finanzkrise, sei es irgendwelche Kriege, die an uns irgendwie über uns hereinbrechen. Pandemie natürlich, genau. Also in einem Staccato in den letzten Jahren, das ist schon schockierend ist. Und könnte man lange analysieren, ob was davon jetzt exogen ist und was endogen ist. Ich würde dafür plädieren, dass ganz vieles davon endogen ist. Wir haben einfach ein Wirtschaftssystem, das ein Schönwetterprogramm fährt, das gut funktioniert, wenn alles funktioniert. Und in letzter Zeit hat vieles nicht gut funktioniert. Und dann wird es sehr turbulent und vor allem wird für manche Gruppen in der Bevölkerung, eher die unteren sozioökonomischen Gruppen, wird sehr turbulent. Und das ist problematisch und deswegen merken wir, dass vermutlich das weiter, mehr, schneller, besser von dem, was wir derzeit haben, für die Zukunft nicht geeignet ist. Sondern dass wir was anderes brauchen und da ist eine große Suche derzeit am Weg. Einerseits, wie wir viel schneller noch dekarbonisieren können, weil innerhalb von 18 Jahren dekarbonisieren ist eigentlich unvorstellbar.
Trotzdem ist es das, was Regierungen sich vorgenommen haben und was nie notwendig ist und was richtig ist. Oder halt jetzt noch schneller raus aus Gas. Auch unvorstellbar eigentlich, wie das gelingen kann. Andererseits haben wir alle Technologien, die wir brauchen. Eigentlich wissen wir, was wir tun müssen. Wir müssen es nur tun, der Psychologen sagen und erklären uns halt, wieso tun wir nicht, was wir eigentlich tun. So. Diese Transformation, dass die gelingt mit einem mehr und besser von dem Modell, das wir bis jetzt gefahren sind, ist halt unwahrscheinlich. Und die Frage ist halt, welche Elemente braucht es dann, damit wir ein Wirtschaftssystem haben, das halt wirklich geeignet ist für diese Transformation, das alle Menschen mitnehmen kann, weil die Transformation wird nur gelingen, wenn sie von allen getragen wird, wenn sie Vorteile hat für alle Bevölkerungsgruppen. Und gleichzeitig hat die biophysischen Ergebnisse liefert. Und da gibt es Vorschläge dafür, aber das ist halt noch eine Battle of Ideas, sozusagen. Ja. Ich werde die Frage Ihnen auch noch einmal stellen. Also wo sehen Sie heute die Themen, die in der Zukunft wichtig sein werden? Naja, das sind ohnehin die bekannten Themen. Und wenn ich vielleicht, da bin ich ähnlich wie die Frau Professor, wenn man die Dynamiken, auf die Dynamiken zurückkommt, ich glaube auch die zwei wesentlichen Dynamiken, die Zukunft bestimmen werden, sind einmal schlicht und einfach Bevölkerungsentwicklung, die sehr unterschiedlich da und dort stattfinden wird und zu allen Möglichen führen kann. Und das andere ist eben diese notwendige Veränderung in Sachen Klimakrise. Und diese Dynamiken werden ziemlich aufeinanderprallen zum Teil, werden sich sehr vermischen, werden Wirbel binden und da werden womöglich sogar irgendwelche Formen von Emergenzen erscheinen, die wir uns momentan noch gar nicht vorstellen können. Und da, glaube ich, liegen so einerseits die Konfliktlinien, die potenziellen, aber auch die Chancen der Zukunft. Weil wenn man sich anschaut, Studien, die uns sagen, dass China bis Ende des Jahrhunderts die Hälfte seiner Bevölkerung einbüßen wird und weite Teile Europas ähnliche Zahlen haben wird, während in Afrika und in Indien die Bevölkerung deutlich wachsen wird, dann kann man sich schon vorstellen, wie das Auswirkungen haben wird. In diversesten Formen und Gebieten natürlich. Und deswegen glaube ich eben, aus diesem Zusammenprallen dieser Dynamiken werden ein paar Dinge entstehen, die wir momentan noch gar nicht so richtig absehen können. Aber wenn Sie jetzt von Dingen sprechen, die im Moment noch unvorstellbar sind, das ist ja eigentlich Ihr Spezialgebiet. Ne? Meine Aufgabe als Autor ist es ja eher, das dann in die Breite zu tragen, würde ich mal sagen. Ich glaube, Sie könnten der Sigrid helfen. Also sozusagen das Programm, das sie fährt, zu sagen, wir müssen. Wir haben eigentlich, wenn wir eine lebenswerte Welt uns erhalten wollen, wir müssen aus Carbon raus. Wir wissen das alle und die Länder haben sich dazu bekannt, es passiert viel zu wenig, es dauert zu lang. Wir wissen, dass in den letzten Wochen überall Berichte erschienen sind, dass das alles noch viel schneller geht, als wir glauben. Und die Frage ist jetzt, warum gibt es das Buch Carbon noch nicht? Oder wird es das geben? Also sozusagen, nachdem das wahrscheinlich das Thema ist, das uns in den nächsten, können wir uns, und wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, Sigrid, können wir uns in unserer Vorstellungskraft eine Gesellschaft ohne diese fossilen Energieträger überhaupt vorstellen? Absolut. Und, wirklich? Weil ich glaube, daran scheitert es ein bisschen. Ja. Also was mir vorkommt, ist, wir haben selber auch ein bisschen den Verhaltensbias sozusagen. Also wir sagen, ja, das muss passieren und ja, wir müssen, verhalten uns aber nicht so. Also wirklich? Können wir uns das wirklich vorstellen? Also, wenn ich es mir vorstellen kann und die Frau Professor sich vorstellen kann und ein paar andere auch, dann geht das schon. Also, das ist zwar jetzt sehr anekdotisch vielleicht, aber eines der großen Hindernisse, glaube ich, in den letzten Jahren war tatsächlich ja eher, wie Sie sagen, die Technologien, es gibt alles, ist ein psychologisches. Ich habe es in dieser Energiewelt beobachten können. Das Buch Blackout ist 2012 erschienen. Und damals hat man in Deutschland begonnen, über die Energiewende zu sprechen.
hat 11 Jahre lang sie dann aber sabotiert. Man stellt sich vor, die hätten das wirklich durchgezogen, die wären inzwischen halb fertig damit oder fast. Aber was damals, fand ich, interessant war zu beobachten, da war natürlich eine gewisse Riege von Entscheidern an der Macht in den Unternehmen, in der Politik. Männer wie Sie und ich in ihren mit 50ern oder so um das herum, die das bestehende System aufgebaut haben. Über Jahrzehnte lang, also diese privatisierte Energieversorgung in Deutschland etc. Und dann kommt jetzt plötzlich jemand daher und sagt, das, was du da hier gemacht hast, die letzten 20, 30 Jahre, ist eigentlich nicht so gut gewesen. So frei nach Otto Walkes, Madame, Sie haben ein hässliches Kind, ich mache Ihnen ein neues. Oder Sie müssen ein neues machen. Und das war eine solche Kränkung letztendlich für diese Leute, dass sie sich, also die haben das psychologisch nicht so richtig geschafft, diesen nächsten Schritt zu setzen. Was insofern spannend war, fand ich, weil da häufig so Ingenieure sind, die irgendwann mal in ihren Beruf gegangen sind, weil sie Dinge neu machen wollten, weil sie neue Lösungen entwickeln wollten. Und leider konnte man bei denen dieses Potenzial nicht noch einmal triggern und sagen, so, du bist jetzt wahrscheinlich gerade in der Midlife-Crisis und suchst neue Aufgaben, mach doch das. Stattdessen haben sie sich gewehrt, gekränkt und langsam ist jetzt was in Bewegung gekommen, aber schlicht und einfach wie immer oder wie leider so oft in solchen Gelegenheiten, weil die langsam rauswachsen und eine neue Generation nachkommt, die schon neu denkt zum Glück und entsprechend handelt. Und solange wir das nicht ändern und wieder ein Gesellschaftssystem bauen, wo es um Gesellschaft geht und nicht nur um wirtschaftliche Interessen, glaube ich, wird alles andere wahnsinnig schwierig sein. Sie haben ja zum Beispiel zu dem Thema gesagt, dass es die Energiewende voranzutreiben erfordert, nicht zukunftsfähige Infrastrukturen frühzeitig abzuschreiben und das ist das Wichtige, da eine Atmosphäre zu schaffen, in der alle Teil der Lösung werden wollen. Wie kann denn das funktionieren? Und dafür die Frage noch weiter, Zukünfte vorstellen, gefällt mir natürlich sehr gut. Also wir müssen einen Raum schaffen, wo wir uns Zukünfte vorstellen können. Ich möchte die Frage ergänzen, zu sagen, müssten wir nicht sozusagen, um da auch rauszukommen oder diese Diskurse wirklich planen, müssten da nicht Menschen an einem Tisch sitzen, die normalerweise nicht an einem Tisch sitzen. Und ich frage das deswegen, weil wir auf der einen Seite die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft klar geschrieben haben und in der Pandemie ist das noch einmal deutlich geworden. Dann sozusagen Ihre Rolle, ja, als jemand, der quasi daraus mit Hilfe der Fiktion ein Thema kommunizieren kann, ja. Dann die Rolle, die andere gesellschaftliche, müsste man eigentlich nicht so eine Art Zukünfte vorstellen können, kreativ machen, entwickeln oder so. Und wäre das nicht was? Also wäre das nicht etwas, worüber wir uns heute verständigen können, dass wir sowas versuchen miteinander? Entschuldigung, dass ich jetzt da unterbrochen habe. Ich habe jetzt diese Frage da. Ich will jetzt auch der Frau Professor nicht hergreifen. Nein, aber ihr müsst miteinander... Mein Gefühl wäre, sowas gibt es ohnehin zum Saufüttern. Die ganzen Thinktanks, die das weltweit machen. In Österreich, aber selbst in Österreich gibt es diverse, meistens von irgendwem zwar Finanzierten, die irgendwelche Agendas dahinter haben. Die heißen ja dann noch Agenda irgendwie oder so. Aber... ich habe manchmal das Gefühl, in Wahrheit, wir reden schon viel zu viel, statt dass wir mal was machen. Oder, ich weiß es nicht. Das ist das, was Sie auch gesagt haben. Die Technologien sind bekannt, wir müssten es nur endlich tun. Ja, die Frage ist nur, wo kommt der Drive her, wo kommt die Dynamik her? Das ist die Frage. Und ich glaube, die Dynamik kommt halt daher, dass man eine attraktive Zukunft vor sich hat und alle in die Richtung ziehen. Derzeit werden halt verschiedene Maßnahmen und dann wird der Erneuerbaren ausbauen, das ist alles super und dann wird aber wieder die Pendlerpauschale erhöht. Dann biegen wir wieder ab und dann wird irgendwo ein Pflaster draufgeklebt, weil halt die Energiepreise steigen. Eigentlich haben wir die ganze Zeit gesagt, die Energiepreise sollen steigen. Das ist was Gutes, weil das erinnert uns wieder daran, dass das eigentlich eine wertvolle Ressource ist. Plötzlich steigen sie und dann ist es ein Problem, dann müssen wir es wieder reduzieren. Und so, das ist so ein Hin und Her, weil es im Prinzip keine Vision gibt. Und ich weiß, das ist in der österreichischen politischen
Diskurs ja ein Unwort, aber ich finde, dass es nicht ein Unwort sein sollte, weil es ist wichtig, Visionen zu haben, weil das halt auch etwas ist, worauf man hinstrebt und das motiviert. Ich möchte zwei Begriffe zusammenbringen. Das eine ist ein Begriff, mit dem wir alle leben, nämlich Wachstum. Wachstum als eine absolute Konstante unserer Wirtschaft, ohne die unsere Wirtschaft nicht existieren kann. Und andererseits aber Gier, ein Buch, das Sie geschrieben haben, wo Sie eine Welt zeigen, die am Rand der Revolution steht und wo eigentlich alles, was passiert, immer nur den Reichen und noch Reicheren nützt. Mhm. Ja gut, ich meine, das ist ja unsere gegenwärtige Welt am Ende des Tages. Wir haben das jetzt gerade in der Pandemie wieder gemerkt. Ne? Hat seine Vermögen mehr oder minder fast verdoppelt in 2 Jahren. Das sind irgendwie 0,1 oder 1% der Bevölkerung und der Rest. Und da versteht man dann den Großteil der Bevölkerung, der auch sagt, warum soll ich verzichten? Die fliegen weiter mit ihren Privatjets, sind damit die Hauptverursacher des Klimawandels und ich soll auf mein einmal Urlaub fliegen in die Türkei im Sommer verzichten. Wie komme ich dazu? Also das ist ja völlig verständlich. Nicht, ja. Das geht einfach nicht zusammen. Liegt aber wieder, da liegt die Wurzel letztendlich ein paar Jahrzehnte zurück in Ideen, die wir geschaffen haben, wie die Welt und die Gesellschaft geordnet sein soll. Wenn es die Mark-Ellsberg-Partei geben würde bei den nächsten Wahlen, ich würde sie wählen. Na, die wird es nicht. Nein, aber verstehen Sie, was ich meine? Also sozusagen, wir brauchen ja ganz eine andere Generation oder eine andere Form der Sprache, um politisch zu Entscheidungen zu kommen, die genau sowas ermöglichen. Weil jetzt, Sie geht völlig recht, wir reden davon, wir brauchen einen Carbonpreis von, wir reden davon, es muss teurer werden, damit die Lenkungseffekte andere werden, aber in dem Moment, wo es passiert, rudern schon alle wieder zurück und sagen, wie furchtbar und so weiter, weil wir den sozialen Konflikt fürchten. Ja. Und ich glaube, und deswegen muss man das gesamthaft sehen, aber ich gebe ja der Frau Professor recht. Ich glaube, was wir wirklich viel stärker wieder brauchen, ist der Mut zu Visionen. Da ist halt natürlich das große Problem immer noch auch, ich komme immer wieder zurück auf Historisches, dass halt so die großen Visionen des letzten Jahrhunderts irgendwie momentan alle gescheitert scheinen, obwohl ich das gar nicht glaube. Speziell, wenn man an so im weiteren Sinn Sozialdemokratisches denkt. Ich meine, gerade das Wien der 20er, 30er Jahre finde ich sind Entscheidungen, die Stadt heute so lebenswert machen. Also gerade das Wohnungsthema. Genau. Ne? Ja, also da gibt es ja durchaus Ideen, die durchaus nicht gescheitert sind. Also diese Mut, aber wie man den wieder hinkriegt, weiß ich ehrlich gestanden auch nicht so recht. Weil auch die Visionen der letzten 10, 20 Jahren, wir sind alle alt genug, um miterlebt zu haben, einen der wesentlichen Umbrüche, die Entstehung des Internets und das Durchziehen unserer gesamten Lebensbereiche durch das Internet. Und wir erinnern uns, was hieß es nicht? Demokratisierung der Gesellschaft, Demokratisierung der Kommunikation, Informationsfreiheit und wachen auf in einem dystopischen Dings, wo jetzt gerade der reichste Mann der Welt sich einen der wichtigsten Kommunikationskanäle der Welt gekauft hat und ein paar andere, die anderen kontrollieren, Facebook, Google etc. Also, und unsere Abhängigkeit davon. Da sehen wir also auch wieder die Visionen, die damals uns erzählt wurden und verkauft wurden, waren nur Marketing-Gags. Also welche Vision in Gottes Namen soll ich denn noch glauben? Das ist so ein bisschen das Problem, das ich momentan sehe, dass wir einfach kein Vertrauen mehr haben in diese Gesellschaft, in dieser massive Vertrauensverlust in alles. Und auch das hat wieder damit zu tun, glaube ich, mit diesem Überprimat der Märkte, das man geschaffen hat, dass man letztendlich immer damit rechnen muss, wenn mir jemand eine Vision vorhält, dann ist in Wahrheit irgendein ein Geschäftsinteresse dahinter und nicht mein Interesse. Das nicht immer nur ein Geschäftsinteresse ist, weil wir alle haben zwar auch Geschäftsinteressen, das ist ja völlig legitim, aber
nicht nur. Ich will auch, dass meine Kinder in einer sauberen Luft aufwachsen, dass sie sich nicht Sorgen machen müssen, wie ihre Welt in 30 Jahren ausschaut und so weiter. Das heißt, wo ist der Moment, wie weit kann ich selber auf solche Dinge in dieser Abhängigkeit, ich rede schon wieder von verzichten, oder muss ich ändern, oder kann ich ändern, ohne nicht selbst ein Opfer meiner Vision, meiner eigenen Vision zu sein, wenn die Systeme so funktionieren? Geht es überhaupt? Naja, ich glaube, es ist zwar ein Zitat aus einer anderen Logik, aber es könnte hier funktionieren. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das heißt, wenn wir versuchen, nachhaltig zu leben, aber die Systeme, die Strukturen sind einfach in eine ganz andere Richtung ausgerichtet, dann kann man sich zwar gut fühlen, ich mache das Richtige, aber einerseits zahlt man ständig mehr, man wird ausgebremst, man ist irgendwie langsamer unterwegs, wird manchmal belächelt und Ähnliches. Gilt für Privatpersonen, aber auch Unternehmen. Auch für Unternehmen, die bleiben dann in der Nische und haben nicht den Durchbruch, weil sie halt einfach höhere Kosten haben, weil sie dort sourcen, wo es halt mit guten Arbeitsbedingungen produziert wird und mit guten Umweltstandards und so weiter. Und solange das so ist, ist das natürlich kein Winner, ganz klar. Und deswegen brauchen wir einfach die Strukturen, die sich so ändern, dass die Menschen, die sich zukunftsfähig verhalten wollen, dass die Rückenwind haben. Und für die anderen wird es richtig schwierig. Und das können wir durchdeklinieren, von jeder Branche, jedem Markt, jeder gesellschaftlichen Bereich durchdeklinieren, was ist eigentlich gesellschaftlich wünschenswert und was ist nicht gesellschaftlich wünschenswert. Und da ist leider eben wieder die Politik gefragt. Das ist also beim Klimathema ähnlich wie es beispielsweise beim Datensammelthema war, dass man immer sagt, ja, du halt anders. Aber der Einzelne, also beim Klimathema, eine der schönsten Geschichten oder traurigsten Geschichten in dem Zusammenhang finde ich in den letzten Jahren die mit dem Carbon Footprint, der mit erfunden wurde von der fossilen Industrie, um das Risiko bzw. die Verantwortung dem einzelnen Verbraucher oder Verbraucherin umzuhängen, statt es dorthin zu kanalisieren, wo es hingehört, nämlich zu den großen Verantwortlichen, den Institutionen, die in der Lage sind, Systeme zu formen und zu gestalten. Und deswegen die Frage, wie weit kann ich als Einzelner gehen? In Wahrheit können wir echt da immer nur symbolische Akte setzen. Na gut, dann kaufe ich halt ein bisschen Bio. Da ist eine Kleinigkeit getan, aber die entscheidenden Impulse müssen da aus der Politik kommen. Und die Frage ist, wie bringe ich die Politik dazu, zu begreifen. Weil zuerst muss sie, das ist ja immer das Problem, ich frage mich da immer noch, sind Sie vielleicht näher dran? Hat die Politik wirklich ausreichend begriffen, in was für einer Situation wir sind? Weil nur dann kann sie ja fähig sein zu handeln. Das ist unterschiedlich, glaube ich, unterschiedliche Akteure. Ja, wahrscheinlich. Aber manchmal ist es erschreckend. Ja. Manche glauben es ja schlicht und einfach bis heute nicht. Wir glauben ja sozusagen, ESG löst das Problem. Ja. Sind schon von einer gewissen Frustration geprägt. Die Frage, die ich habe, ist, kann jetzt zum Beispiel, wenn die Politik dazu in der derzeitigen Verfassung nicht in der Regel ist, kann jetzt zum Beispiel ein großes Unternehmen wie die Erste Group oder über die sprechen wir jetzt, nicht? Kann die einen Beitrag leisten, der möglicherweise bahnbrechend ist? Oder zumindest ein wegweisendes? Ich erlebe die Verunsicherung, weil im Moment es so ist, dass die Regulatoren aufgewacht sind und das Thema ist jetzt halt ESG, also Environmental and Social Governance. Und da kommt jetzt eine Regulatorik rein. Die ist aber völlig unkreativ. Es geht um ein Datensammeln aktueller Zustände. Es geht nicht um das Abfragen zukünftiger Strategien. Ja, nur damit wir da kein Missverständnis haben. Aber die Unsicherheit ist wahnsinnig groß, weil auch so große Unternehmungen, wir sind kein Industriebetrieb. Also die Erste ist keine Industrie, das heißt, sie weiß nicht, hat jetzt nicht sozusagen diese Abhängigkeit in ihren Produktionsverhältnissen. Hat auch schon angekündigt, sie wird bis 2030 aus Carbon aussteigen, aus Carbon-Finanzierung aussteigen etc. Alles zu wenig. Also die Frage ist,
Wie können wir da einen Schritt setzen? Oder Sigrid, was machen wir da miteinander? Naja, ich meine, die Idee ist ja eigentlich total simpel. Ja? Man nutzt die Ressourcen, die Produktionsfaktoren, die man hat, in einer Form, dass sie nicht verbraucht werden. Und sei das jetzt Mitarbeitende, dass die sozusagen so behandelt werden, dass sie kein Burnout haben, dass ihre Skills nicht irgendwann nichts mehr wert sind, sondern man trainiert sie immer wieder und so weiter. Also die Idee ist ja nicht so ungewöhnlich, dass man das, was man zur Verfügung hat, was man braucht für seine Produktionsweise, dass man mit dem sorgfältig umgeht und das hegt und pflegt, sodass es halt längerfristig zur Verfügung steht. Das Problem ist, dass es uns die globale Wirtschaftsweise, über die wir früher gesprochen haben, ermöglicht hat, halt wenn wir etwas nicht haben und was haben wollen, dann können wir woanders hingehen, bieten einen Preis an, der aber nicht fair ist, weil die Terms of Trade zu unseren Gunsten einfach verschoben sind. Und dann holen wir uns das. Das ist eine andere Art des Kolonialismus. Früher haben wir sie halt niedergeprügelt und jetzt geben wir ihnen heute Almosen. Kaufen wir sie. Ja, kaufen wir es aber nicht zu einem fairen Preis. Ja. Weil die Menschen haben ja oft nicht die Alternativen zur Verfügung und damit ist es ja doch erzwungen. Diese Herangehensweise, das funktioniert einfach nicht mehr. Weil wir da den Blick darauf, was wir eigentlich brauchen zum Produzieren, nicht ausreichend geschärft ist. Weil es so schwierig ist, eben zu sagen, was ist denn eigentlich Umwelt und Sozial und bezüglich der Governance bei uns los? Weil das teilweise alles so weit weg ist. Und dann wird ein Lieferkettengesetz, was ganz, ganz wichtig wäre, dass nämlich die hier verantwortlichen Entscheidungsträger für alles, was sie verursachen, verantwortlich sind. Ja? Und genau solche Dinge braucht man. Das ist einfach sozusagen die Verantwortung hier zu verorten für alles das, was gemacht wird und dass das nicht irgendwie out of sight, out of mind ist. Es gibt sogar einen Begriff in der Wissenschaft, das ist Geographical Discounting, also nicht nur Temporal Discounting, also das Diskontieren, das nicht nur zeitlich passiert, sondern auch bezüglich Geografie. Wenn etwas weiter weg ist, dann ist es uns eher wurscht. Wenn es ein Flugzeugabsturz ist, dann müssen mehr Menschen gestorben sein, wenn es weiter weg ist, damit es bei uns überhaupt in die Nachrichten kommt. Ganz genau. Aha. Was verständlich ist, weil wenn es näher ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir jemanden kennen. Also sind wir mehr besorgt drum. Also man kann das menschlich natürlich nachvollziehen. Und wir müssen ja den Menschen verändern, darum geht es überhaupt nicht. Aber wir brauchen Strukturen, Regelwerke, Institutionen, die das erfassen können und das regeln können, was wir verursachen. Und das haben wir derzeit nicht. Wir verursachen Wirkungen irgendwo anders, haben aber Regelwerke, die das nicht erfassen können und steuern können. Und wenn wir die Regelwerke nicht ausbauen können, WTO nicht auf Richtung Umwelt und Soziales ausrichten können, dann müssen wir halt vielleicht die Kreise enger ziehen. Das weiß ich nicht, ob das gescheit ist. Ja? Aber das ist im Prinzip die Frage. Entweder wir haben besser demokratisch aufgestellte internationale Institutionen mit internationalem Wirken oder wir holen es halt ein bisschen mehr zu uns. Ich möchte schon was sehen, wenn wir diese, ich nehme es noch einmal, weil es so schön ist, diese Gründungsurkunde aus dem Jahr 1819. Das Interessante ist schon, dass dieses Dokument damals, so viel aus dieser Zeit der Aufklärung in sich hat. Ja. Und das war schon geprägt von so ein bisschen eines utopischen Gedankens. Ja. Also wir können jedem Einzelnen mehr geben, dadurch, dass wir ihm eine Infrastruktur bauen, um unabhängiger zu werden von diesen Abhängigkeiten, Feudalsystem etc. Und es ist die Frage, und damit beschäftigen wir uns auch ein bisschen, wenn ich sage, ich schreibe das heute neu, weil die Zeit ist so, Technologie ist anders, Herausforderungen sind groß, was atmet das dann? Ja, weil, was ist so der Grundgedanken der heutigen Zeit, den ich mitnehmen muss, damit ich für die Generationen, die da jetzt wachsen, dass ich für die nach wie vor relevant bin? Das weiß ich nicht einmal, weil ich glaube, oder meine Wahrnehmung wäre, dass, und das kommt jetzt zum wiederholten Male, die Ideen sind da. Die Technologien sind da, die Thesen sind da. Man muss es nur endlich einmal machen. Man muss es zum Beispiel in Strukturen gießen. Wo ist die
die Struktur, die damals vergleichbar war, dass die Finanzdienstleistungen für das damalige Proletariat. Wo ist heute die Struktur, die uns allen ermöglicht, nachhaltiger und so weiter und so fort zu leben? Sie haben das schon in Wahrheit schon angesprochen. Uns fehlen die Institutionen, zum Teil einfach die wirtschaftlichen und zum Teil auch politischen. Irgendwer muss sie halt einfach einmal machen. Die Frage ist, wer ist das? Und auf der anderen Seite bin ich da gar nicht, momentan zumindest gar nicht so pessimistisch, dass wir das vielleicht hinbekommen könnten, nämlich never waste a good crisis. Ja, genau. Und die Ideen sind alle da. Ja. Eine Crisis kann ich ja nur nutzen, wenn ich in der Krise weiß, wie ich umgestalten will. Aber natürlich wird sich jetzt wieder herausstellen in den nächsten Monaten und Jahren, wer sozusagen mächtiger ist in diesem Spiel mit seinen Ideen, weil da bin ich überzeugt, wir werden Umstürze erleben in den nächsten Jahren, in welche Richtung die gehen werden. Ja. Im besten Fall nämlich in sehr positive. Weil, wie gesagt, die Ideen sind da. Ja. Ich meine, was du gesagt hast über die Charta, eben die Strukturen aufbauen, die es Menschen ermöglichen, höhere Sicherheit zu haben. Vielleicht eine Sicherheit, Stabilität. Und das ist genau das, was auch das Holozän ausgezeichnet hat. In der gesamten Menschheitsgeschichte, dort, wo wirklich die wichtigen Dinge passiert sind, Werkzeuge wir entwickelt haben, soziale Gruppen geformt haben, die sozialen Gruppen zu organisieren angefangen haben und so weiter. Das ist alles in einer Situation passiert, wo es relative Stabilität gab. Weil wenn es nicht Stabilität gibt, ist man ständig damit beschäftigt, einfach sein Leben zu organisieren und anzupassen und zu korrigieren und Gelegenheiten suchen und so weiter. Da kann man sich doch nicht weiterentwickeln. Da kann man nur sich durchwursteln im Prinzip. Also insofern ist das Ansinnen der Politik, Stabilität zu geben, mit hier ein dicke Pflaster und dort ein dicke Pflaster, schon nachvollziehbar. Nur meines Erachtens ist der falsche Weg. Weil wir ein relativ fragiles System, ein wenig resilientes System haben. Und das versuchen wir bleiben wir bei der Metapher, mit kleinen Pflastern, immer wieder dort, wo es liegt, dort, wo es rausrinnt, wieder dicht zu machen sozusagen. Und gleichzeitig bräuchte man aber ein System, das Stabilität den Menschen gibt für ihr Leben, damit sie sozusagen aus einer Position der Sicherheit heraus, eine Resilienz, die für sie eingebaut ist, dann kreativ sein können, Risiken nehmen können, sich was Neues trauen können. Da bräuchte man das System, das nicht nur implizit, sondern eigentlich explizit hat, Nutzen maximieren für die Menschen. Das können wir nicht messen, deswegen nehmen wir die Proxy, also die Annäherung von Konsummöglichkeiten. Konsummöglichkeiten ist eigentlich das Ziel. Das ist das ultimative Ziel, Konsummöglichkeiten. Und Konsummöglichkeiten schafft man für Menschen, indem man ihnen mehr Einkommen gibt. Und damit ist die Antwort auf alles ist mehr Einkommen. Also immer die wirtschaftliche Frage war, die Antwort ist immer mehr Einkommen. Und dann noch eine Ignoranz bezüglich Power und Macht und Verteilung. Das ist im Prinzip das Problem, das wir haben. Und was wir bräuchten, ist im Prinzip eine klare Ausrichtung des wirtschaftlichen Systems auf die Bedürfnisse der Menschen, auf die Bedürfnisse aller. Und das ist zu definieren, gesellschaftlich zu definieren, was das Bedürfnisniveau ist, das für alle befriedigt werden soll, und von allen Diensten, sei es jetzt Housing und Food und Shelter und so weiter. In welchem Ausmaß das auf alle Fälle einmal gesichert sein soll. Also bedingungsloses Grundeinkommen. Nicht bedingungsloses Grundeinkommen, sondern Basic Services, also in physischen Einheiten. Ja? Und damit wird einmal Stabilität gegeben. Und wie gesagt, das ist uns nicht so fremd, weil in Österreich kriegt jeder Bildung. Und wir versteigern nicht die Studienplätze an der Wirtschaftsuniversität, sondern das sind Menschen, die einfach einen gewissen Bildungsweg vorher durchgegangen sind. Das hat aber jeder machen können. Natürlich haben wir ein bisschen ein Verteilungsproblem da drinnen, klar, absolut. Muss man verbessern noch. Ja, aber von der Idee her ist es eine gute Idee. Ja.
und Wasserversorgung und so weiter. Also wenn wir es durchdenken, wir haben eigentlich die Idee, die Wirtschaft ist eigentlich da, die Bevölkerung zu versorgen. Die Idee haben wir schon drinnen, nur wir denken sie nicht konsequent genug durch und müssten es noch auf ein paar Bereiche weiter ausweiten, weil das wird die nötige Stabilität geben, um die Kreativität, die Risikobereitschaft, die sich auf Neues einzulassen, immer wieder mal umzudenken. Jetzt nicht den Organizational Catch, ich muss meinen Job sichern, weil ich bin jetzt schon über 50 und um Gottes Willen, darf mich auf keinen Fall mehr bewegen, darf nirgends mehr anecken, sondern muss nur schauen, dass ich bis 65 irgendwie durchhalte. Und solche Dinge, das müssen wir rauskriegen. Weil ansonsten können sich die älteren Menschen einfach nicht mehr bewegen, sondern dann müssen wir immer hoffen, dass sie rauswachsen irgendwann. Und das können wir uns nicht mehr leisten, so viel Zeit haben wir nicht. Komm du mit dieser Frage und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Das ist eine Frage, die wir jetzt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Gesprächen gestellt haben, mit extrem unterschiedlichen Antworten. Also war wahnsinnig lustig und interessant. Sie wurden zuerst mit der ersten Frage überfallen. Jetzt frage ich Sie zuerst mit der, wenn Sie aus einem Zufall heraus oder aus irgendeiner Gegebenheit heraus eine Bank geschenkt bekämen, was würden Sie tun? Also wenn es der Bank gut geht. Es wird jetzt wieder, ich versuch's, es kommt auf die Bank an. Wenn das etwas ist wie die erste Bank zum Beispiel, wäre es ja was anderes, als wenn es irgendwie eine Privatbank ist, die Vermögen von ein paar Reichen verwaltet. Aber sagen wir mal sowas. Also Sie beginnen sofort zu differenzieren. Ja, weil da kann ich anschließen an die Frau Professor. Ich muss ja mal anschauen, was für Instrumente habe ich zur Verfügung. Ja. Und da habe ich entweder die oder jene zur Verfügung. Also wenn es eher sowas wie die erste Bank ist, wo man also breiter sozusagen Einfluss nimmt oder Einfluss nehmen kann oder auch will. Ich würde sie verkaufen und mir eine Insel kaufen. Nein, es wäre wahrscheinlich wirklich so die Frage, wie kann man neue Strukturen und Tools schaffen, weil das ist ja letztendlich, die Bank hat zuerst eine Vision, aber dann stellt sie irgendwelche Instrumente oder schafft neue Instrumente zur Verfügung, die hier etwas machen können und in ihrem weitesten Sinn Finanz und Kapital. Und wahrscheinlich würde ich einmal anfangen zu überlegen, über welches Kapital reden wir heute eigentlich? Und Kapital geht ja viel weiter, oder zumindest in unserer Sprachregelung, und da sind wir dann bei Sprache, aber die momentane Sprachregelung wäre soziales Kapital, Umweltkapital und so weiter und so fort. Und wo kann ich vielleicht als Unternehmen bei diesen Kapitalformen, die wir dann vielleicht, weil ich ja aus der Kapitalwelt komme und ich dann vielleicht hoffentlich auch anders benennen kann irgendwie, weil ich finde das ein bisschen kritisch, wie kann ich dort Instrumente vielleicht finden, die ich meinen potenziellen Kundinnen und Kunden zur Verfügung stelle, um genau das zu erreichen, was wir erreichen müssen, nämlich wirkliche Nachhaltigkeit, wirkliche Resilienz, eine Gesellschaft der echten Chancengleichheit, um nämlich Potenziale zu schöpfen. Darum geht es ja in Wahrheit bei Chancengleichheit. Richtig, ja. Da würde ich versuchen nachzudenken, aber dazu muss man natürlich sehr viel tiefer reingehen in die Möglichkeiten, die diese Bank dann konkret hat. Machen wir dann eine zweite Runde, oder? Ja, genau. So, Sigrid. Ich habe mich vor vielen Jahren eine Zeit lang mit Regionalentwicklung beschäftigt. Und da haben wir viele so Regionen, Städte, Gemeinden besucht, die irgendwas geschafft haben. Und eines war, und das ist jetzt keine wissenschaftliche Analyse, das ist Anecdotal Evidence, aber es war wirklich erstaunlich. Ein Thema, das sich immer durchgezogen hat, ist, wenn wir gefragt haben, wie habt ihr das geschafft? Wie ist das gegangen? Wieso habt ihr das geschafft und die Nachbargemeinde nicht? Ganz oft war die erste Ansage, naja, der Bankdirektor bei uns, der hat das und das ermöglicht. Das war erstaunlich oft, ich meine, natürlich der Bürgermeister auch und dann hat es ein paar andere wichtige Leute noch gegeben, nur der Bankdirektor kennt ja sozusagen das Netzwerk sozusagen.
Und es war nicht nur, dass der jetzt irgendwie Linien und Kredite vergeben hätte, also davon habe ich nichts gehört, sondern einfach wirklich sein soziales Kapital, seine Beziehungen und seinen Einfluss bei Menschen, die halt Entscheidungen treffen. Und die hat er natürlich alle gekannt und die wollten, dass er ihnen gut gesonnen ist, hat er wirken lassen und hat sich da wirklich rausgelehnt oft. Und das ist solche Banken würde ich mir wünschen, dass jeder und jede sich in dem Einflussbereich, wo sie sind, und es mag sein, dass das ein ganz kleiner Einflussbereich ist, kann sein, dass es ein bisschen ein größerer Einflussbereich ist, als jemand sieht, der Dinge ermöglicht, die uns weiterbringen. Es braucht auch das Klein-Klein, das zu unterstützen, zu ermöglichen innerhalb der Netzwerke und sich auch rauszulehnen und das eigene politische Kapital, soziale Kapital einzusetzen zugunsten anderer, zugunsten der Entwicklung. Und solche Menschen gibt es. Aber ich finde, wir müssten die viel mehr vor den Vorhang holen und ihnen Rückenwind geben. Und wenn ich eine Bank hätte, dann würde die diesen Menschen Rückenwind geben. Das ist ein wunderbares Schlusswort für die Diskussion. Rückenwind für die Ermöglicherinnen. Wir könnten sozusagen und die Titel in unseren Vorstandsetagen ändern. Das heißt nicht mehr Vorstand oder CEO. Also der CEO wäre eigentlich der Chief Ermöglicher Officer. Ha? Ja. Boah. Da ist ja schon die neue Sprache. Ja, das ist schon die neue Sprache.